Hallo Leute und willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht es weiter mit Generics. Ihr habt hier gesehen, ich habe hier schon eine Main-Klasse, also eine Klasse einfach mit einer Main-Methode erstellt, die heißt Generics. Und dann hier eine Klasse Gen. Ja, einfach auch, das ist dann die generische Klasse hier. Und das sieht man eben daran, dass wir hier ja, diese Spitze Klammer auf, T, Spitze Klammer zu haben. Dieses T kann irgendeine Klasse sein, die wir uns aussuchen können. Also T kann ein Typ String sein, T kann ein Typ Integer oder ein eigener Typ sein, keine Ahnung was für einer. Das dürft ihr euch völlig frei aussuchen. Und ihr kennt sogar schon diese generische Klassen. Ähm, und zwar mit der Array-Liste. Ich zeige es euch gerade mal. Hier steht nämlich Array-Liste E. Und dieses E ist genau dieses Generic, was ihr hier angeben müsst. Da müsst ihr jetzt zum Beispiel String reingeben oder sonst irgendwas und dann könnt ihr hier die Liste erstellen. Und dann habt ihr hier eine Liste vom Typ oder mit den Werten String drin. Und das Coole daran ist, dass wir hier natürlich ja, wir haben hier einfach irgendeine Klasse, also wir können hier auch alles mögliche andere reintun und es funktioniert trotzdem noch. Und genau das ist mit Generics möglich. Also, was man dann damit machen kann, wir können die Klasse T, die wir hier oben angeben müssen, müssen wir quasi benutzen wie ein Klassentyp. Das heißt, wir sagen hier private T value und dann private T next zum Beispiel, damit wir aufs nächste Element verweisen und dann private T before. So, und jetzt haben wir hier jeweils einen aktuellen Wert, einen nächsten Wert und einen Wert davor. Das ist sozusagen fast eine Liste. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja schon ein Listenvideo gemacht. Und das war halt eine Liste für nur Strings. Und jetzt können wir hier halt den Typ variabel machen. Das heißt, wenn jetzt jemand hier einen Gen erstellt, dann macht er das einfach mit Gen zum Beispiel String dann halt. Also hier muss man es dann wirklich nicht mehr abstrakt machen, sondern hier muss man dann tatsächlich was reinpacken und schreibt dann einfach hier new gen und dann unser String hier rein. So ist doch schön. Und jetzt haben wir hier quasi ähm, eine Klasse gen mit String statt t einfach drin. Also das ist an für sich echt kein schweres Thema. Was man damit machen kann, ist verdammt cool. Und zwar kann man hier nämlich auch noch andere Sachen machen. Man kann nämlich nicht nur einen Parameter hier oben als t angeben, sondern auch zwei. Und dann können wir hier nämlich sagen, okay, unser Wert ist ein T, unser Element danach und unser Element davor sind E's. Und das ist jetzt halt, ja, dann noch unspezifischer. Also wir können noch mehr Variablen quasi benutzen. Natürlich sollte man immer schauen, dass es irgendwie noch Sinn macht. Nicht, dass man jetzt hier, keine Ahnung, wirklich komische Sachen macht. Also man kann damit quasi alles machen. Und ja, damit auch möglichst gut seine Software strukturieren. Das ist eben das Schöne dran. Und deswegen macht man das auch überhaupt. So, ja, wir kennen das, wie gesagt, aus Schnittstellen, wir kennen das aber auch noch aus Comparables. Aber im Prinzip wollte ich euch einfach mal zeigen, was das so ist und was es kann. Natürlich kann ich das dann auch für irgendwelche Variablen benutzen hier. Nicht Variablen, tut mir leid, Variablen habe ich euch ja schon gezeigt. Zum Beispiel irgendwelche Funktionen meinte ich natürlich. Also public t und dann gib mir t. Äh, ja, das ist dann halt eine Funktion und die sagt dann von mir aus Return Value. Weil Value ist ja vom Typ T. Also das heißt, wir haben hier eine Funktion, die einen variablen Typ zurückgibt. Das ist natürlich auch eine klasse Sache. Ja, man muss aber immer wissen halt, was T und was E ist und ob das in dem Kontext Sinn macht. Also wir können hier natürlich dann auch auf irgendwelche Sachen von T zugreifen. Wir können hier sagen Value, Punkt und dann halt hier irgendwelche Methoden. Das heißt, wir können auch auf die Methoden von der Klasse T zugreifen. Allerdings müssten wir ja jetzt wissen, was das für eine Klasse T ist. Deswegen müssten wir dann eventuell casten. Und da kann man dann einfach sagen, wenn wir wissen, was es ist, also String, dann können wir hier, upsala, nein, da brauchen wir nochmal Klammer drum. Dann können wir sagen, okay, wir haben hier einen String, das heißt, wir können jede Funktion vom String aufrufen, wie ihr hier sehen könnt. Aber dann müssen wir sicher wissen, dass t hier in diesem Fall String ist. So, und dann kommen wir ja schon ein bisschen in die Bredouille, weil wir wollen das ja hier eigentlich allgemein halten. Wir wollen ja hier alles reinpacken können.
Und was man jetzt machen kann, ist, man kann sagen, okay, ich mache das hier nochmal raus. Das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Ihr wisst ja jetzt, wie das funktioniert. Wir sagen hier, okay, T muss aber, upsala, Extends, keine Ahnung. Wir hatten, glaube ich, früher mal, als wir in den Anfängervideos über Vererbung geredet haben, den Typ Tier und dann hatten wir Hunde und so weiter und so fort. Also hier kann man das natürlich alles noch vererben. Ich möchte euch jetzt bloß die Theorie dahinter zeigen. So, und wenn wir jetzt wissen, dass T ein Tier ist, dann kann das natürlich genauso gut ein Hund sein, weil Hunde extenden ja, wisst ihr vielleicht noch aus dem Video, also wir hatten Hund extends Tier und jetzt sagen wir hier, okay, T extends Tier. Dann kann sowohl ein Fisch, ein Tier, also Fisch kann hier rein bei T und der Hund kann hier auch rein bei T. Und hier können wir dann eben zum Typ Tier casten und können dann alle Methoden vom Typ Tier aufrufen. Das heißt, wir können hier unser T doch noch ein bisschen spezifischer gestalten, wenn wir nicht absolut alles drin haben wollen. Also ähm, ja, wenn wir nicht wirklich jede Möglichkeit haben wollen, wenn wir auch noch irgendwie damit arbeiten wollen und nicht nur zum Speichern, wie zum Beispiel in einer Liste oder sowas. Ja, das ist das Schöne eben an Generics. Gut, das war ein relativ kurzes Video. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir einfach PN oder Kommentar oder sonst irgendwas. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Daumen hoch oder Likes oder sonstiges. Oder Abos natürlich. Und ich hoffe, euch ist klar geworden, warum wir Generics cool finden. Ja, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.